liebe Tischtennisfreunde, wir haben uns jemanden geschnappt und zwar einen Besucher, aber es ist nicht nur ein Besucher, und zwar Kian ist am Start, den haben wir sofort verkabelt. Kian, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Kian, ich bin einer der Mitgründer von Ding Dong Ping Pong hier im Prenzlauer Berg, Berlin und betreiben tatsächlich einen Tischtennisladen mit 5 Tischen für jeden, der Lust hat, Tischtennis zu spielen. Sehr cool. Ja, wie kamen du und Waldemar eigentlich darauf, hier so eine Location aufzumachen? Wie kam die Idee? Ja, Waldemar und ich kennen uns schon seit 20 Jahren und haben schon inzwischen, das ist unser drittes Unternehmen, das wir zusammen machen. Und in unserem letzten Unternehmen haben wir immer wieder Tischtennis in der Büropause mal gespielt. Wir hatten eine Platte in der Küche stehen und haben immer Ballwechsel dann vor uns gehabt und haben das auch gerne auch zwischendurch mal genutzt, um zu brainstormen. Und dann kam so eine witzige Idee, was wenn wir eines Tages unseren eigenen Laden haben. Cool. Ja. Darauf haben wir noch gelacht. Und dann passierte tatsächlich noch quasi zeitgleich passierten die Olympischen Spiele. Und die LeBron-Brüder haben dann beobachtet, wie sie dann das ganze Land da mobilisieren, Tischtennis zu spielen. Und haben uns gedacht, ah geil, okay, wenn das dann in Frankreich so einen Hype entwickeln kann, dann können wir es vielleicht auch in Deutschland hinkriegen. Lass uns das mal bitte genauer anschauen. Ja. Dann ist die Idee entstanden, so etwas mal anzugehen. Ja, und dann haben wir jetzt das hier gebaut. Ja, und wenn wir jetzt darüber reden, also wir sind ja hier ein bisschen weiter weg von, naja, wir stellen einen Tisch in eine Garage und fangen an Tischtennis zu spielen, sondern wenn man sich hier umschaut, hochmodern, viele technische Features drin. Wie seid ihr da auf die ganzen Ideen gekommen, den Raum so zu erzeugen, wie er jetzt hier steht? Ja, wir haben uns damals gedacht, okay, wie kriegt man es hin, einen Ort zu schaffen, der relativ zentral liegt, viel Fläche braucht pro Tisch, aber trotzdem nicht uns in eine Schuldenkrise katapultiert. Und haben uns dann unterschiedliche Konzepte angeschaut. Dann hatten wir einen Freund von uns, der im Padel-Bereich unterwegs ist und der meinte dann, ihr interessiert euch für Tischtennis, schaut euch mal bitte Pingpot in den USA an. Dann sind wir direkt rübergeflogen und haben uns dann angeschaut, wie Pingpot aufgestellt ist. Die haben kurz vor Quarantäne oder während der Quarantänezeit zur Covid-Zeit angefangen, sich zu überlegen, wie sie Menschen zusammenbringen können, haben eine Tech dafür gebaut, die Social Distancing halt sicherstellt. Und dazu gehörte auch eine automatische Türverriegelung, die nur aufgeht, wenn man einen Tisch gebucht hat. Und haben dafür die Software gebaut. Und wir haben uns mit den Jungs unterhalten. Daraus ist eine schöne Partnerschaft dann entstanden und arbeiten jetzt mit denen enger zusammen und nutzen deren Software für unsere Location hier. Sehr cool. Sehr cool. Ich habe auch gesehen, ihr unterstützt auch schon Urban Sports Club. Ja. Ja. Ist ja in Berlin auch sehr populär. Wie kamt ihr darauf? Wir haben uns halt damals überlegt, okay, als wir den Laden eröffnet haben, wie kriegen wir auch tagsüber Leute rein, wie erreichen wir mehr Menschen mit unserem Produkt und haben auch früh an Urban Sports Club gedacht. Haben dann auch früh mit denen das Gespräch angefangen und dann entschieden, mit denen zusammenzuarbeiten, dass wir S&M, L, XL Kunden ein Angebot anbieten können, damit die auch hier spielen können, sodass jetzt Urban Sports Club Mitglieder einmal im Monat für S-Mitglieder eine Stunde buchen können und jedes weitere Mitglied könnte dann theoretisch zweimal im Monat vorbeischauen, eine Stunde einen Tisch buchen, egal zu welcher Uhrzeit. Wie ihr wisst, sind wir 24 Stunden auf. Da kannst du gerne vorbeischauen. Auch einmalig. Ich glaube, gibt es auch keine Location, keine Halle, die du 24/7 fürs Tischtennis benutzen kannst. Ist schon cool, mal vor der Arbeit, in der Nacht vielleicht auch mal eine Runde für die Verrückten zu spielen. Das ist auch möglich, weil wir halt aus unserer Sicht Tischtennis 2.0 hier anbieten. Bedeutet, wir haben nicht nur das, was man so kennt, Wettkampftische, ausreichend 3-Sterne-Bälle, immer sehr gute Hölzer dabei mit Belägen für Anfänger. Wir haben uns gedacht, okay, wie kriegt man das hin, dass man hier relativ personalfrei arbeiten kann? Und das funktioniert halt mit der Software, die wir von unseren Kollegen Pingpot da lizenzieren. Wir nutzen die Türzugangskontrolle, um Menschen zu ermöglichen, selbstständig die Tür zu entriegeln und reinzukommen. Und falls es euch schon aufgefallen ist, haben wir an jedem Tisch 65 Zoll Monitore. Ja. Einer dieser Monitore wird dann die Kunden dann begrüßen, um zu signalisieren, hier ist dein Tisch. Um ihr Tisch dann vorzubereiten, würden sie dann zum iPad gehen, drauf tippen, die Spielernamen eingeben, die Art des Spiels dann vorbereiten, dass sie gerne spielen möchten, 11 Punkte, 21 Punkte, 2 Gewinnsätze etc. pp. Und dann würden die anfangen zu spielen. Punkte messen kann man dann unter der Mittellinie, gibt es einen Knopf, den drückt man, dann kann man seine Punkte dann messen, dann sieht man einen großen Bildschirm. Und wir sehen auch, dass es den Leuten einfach Spaß macht. Und vor allen Dingen, wenn man denen dann erzählt, dass hier eine Actionkamera installiert ist, die die Ballwechsel dann mit dokumentiert, dann flippen die erstmal aus und dann schämen die sich kurz, dass sie auf dem großen Screen dann ihre eigene Spielweise dann sehen, weil die sagen, oh nein, da möchte ich nicht erscheinen im Fernseher.
Aber dann erkennen wir auch, dass es halt den Leuten Spaß macht, einfach epische Ballwechsel aufzuzeichnen, zu verewigen bei denen in der App. Finde ich auch. Also als wir vorhin auch ein bisschen gespielt haben, fanden wir das super cool. Immer wenn wir einen guten Ballwechsel hatten, konnten wir direkt dieses Replay anschauen und uns nochmal drüber freuen. Und das wird doch auch an die App dann gesendet, oder? Richtig. Während des Spiels, wenn du den Aufzeichnen-Button drückst, wirst du es erstmal hier während des Spiels auf dem Bildschirm sehen. Dann wird es am Ende der Buchung wird das dann in der App auch angezeigt. Kannst du dann nutzen, weiterteilen, wenn du möchtest. Wir nennen das Bragging Rights in der Familie. Aber uns ist auch aufgefallen, dass insbesondere die Profispieler, wie ihr auch, dieses Feature gerne nutzen, um Techniken zu verbessern, um ein Review zu machen, was ist da genau passiert, wie war eine Schlägerhaltung. Insbesondere unsere Coaches, die nutzen das auch gerne mit ihren Kunden, wenn die miteinander spielen und immer wieder sagen, mach das, mach dies, mach jenes. Ist immer schwierig für den Coachee zu sagen, okay, wie sieht das jetzt eigentlich von außen aus? Und so wie es im Tanzstudio ein Spiegel gibt, um sich selber zu messen für die Choreografien, haben wir halt diese Replay-Funktion, dass die Kunden dann direkt sehen können, okay, das ist tatsächlich was passiert und da kann ich mich in diese Richtung besser verbessern. Ja, man kriegt schon mit, warum ihr das Tischtennis 2.0 hier nennt. Also das ist wirklich sehr, sehr modern, futuristisch auch sogar ein bisschen. Also das kenne ich auch so aus keinem anderen Konzept bisher, also in Deutschland nicht. Jetzt habt ihr vorhin über Urban Sports kurz geredet. Ja. Da ist es ja der Preis schon mit drin in der Mitgliedschaft. Wie sieht es jetzt hier aus, wenn ich einen Tisch buche? Gibt es einen Pauschalpreis? Gibt es Modelle? Könntest du da ein bisschen was drüber sagen? Klar, wir haben zwei verschiedene Preiskategorien. Wir haben eine Happy Hour und eine Stoßzeit. Die Happy Hour ist von 0 bis 16 Uhr. Und die kosten in der Stunde 15 Euro, beziehungsweise man kann das für eine halbe Stunde kann man sich einen Tisch buchen. Die würde dann die Hälfte kosten, 7,50 Euro. Und in jeder Buchung sind immer alle Tischtennisschläger und ausreichend 3-Sterne-Bälle mit dabei, plus natürlich die Tag und die Aufzeichnungsmöglichkeit. Das ist alles inklusive. Und nach 16 Uhr zu den Stoßzeiten bieten wir die Tische für 20 Euro an, die Stunde, beziehungsweise 10 Euro die halbe Stunde, weil es dann auch hier voller wird und wir ein bisschen die Tischbelegung organisieren müssen. Ja. Habt ihr ein Monatsmodell oder sowas? Wir haben auch Memberships, aktuell nur eine, weil wir noch erfahren möchten, wir sind ja relativ frisch hier am Markt, das ist unsere erste Location. Wir möchten die Community kennenlernen, gucken, was denen wichtig ist, wie oft die hier vorbeikommen, sodass wir uns erstmal im ersten Schritt das All-In-Paket quasi anbieten. Bedeutet, man kann für 59 Euro im Monat kann man jederzeit gratis zur Happy Hour alle Tische verwenden, wenn man möchte, also egal welchen Tisch nutzen. Und nach 16 Uhr kriegt man 50% auf den Stundenpreis. Wir haben auch Kooperationen mit einzelnen Vereinen, die dann sagen, unsere Spieler, die haben jetzt keinen Zugang zur Halle, weil bekannterweise sind viele Hallen in der Sommerzeit beispielsweise zu. Und dann suchen die gerne einen anderen Ort, wo die spielen können, was nicht draußen ist. Und für die haben wir dann auch besondere Memberships, sodass die auch zu einem angemessenen Preis hier auch jederzeit reinkommen können und spielen können während der Pause. Eine Frage noch. Ja. Gibt es die Möglichkeit, hier auch Team-Events mit Unternehmen zum Beispiel zu machen? Ja, das machen wir in der Tat sehr oft. Wir haben viele Firmenanfragen, die auf uns zukommen und sagen, die möchten gerne für ihre Teams oder auch für ihre Firma Tischtennis spielen, was wir da anbieten. Und da haben wir ein breites Portfolio an Angeboten. Also generell für Team-Events, um auch aus Rücksicht vor unseren anderen Gästen, tendieren wir dazu, den Space komplett bereitzustellen. Dann kommen die Teams hier rein und dann haben wir unsere Coaches bereitgestellt, die dazu gebucht werden können, machen den Teambuilding-Maßnahmen, machen mit den Skill-Games, organisieren gerne auch kleinere Firmenturniere, Doppelturniere, je nachdem, was die Bedürfnisse des Teams sind. Und und das rangiert von Themen wie die Spin-Side-Tech zu nutzen, um Spin und Geschwindigkeit zu messen, bis hin zu vielleicht sogar Blaze-Pods, die wir haben, um lichterbasiert Zonen zu treffen auf der Tischtennisplatte oder auch Plastikbecher abzuschießen, wenn man möchte. Ja, nicht schlecht. Ihr habt ja noch ein paar weitere Sachen. Wir haben da schon so einen Flyer gesehen und in der App habt ihr, glaube ich, auch noch weitere Sachen, ich sag mal, annonciert oder angekündigt, die hier stattfinden. Ja. Möchtest du dazu noch ein paar erwähnen? Gerne. Wir organisieren aktuell alle unsere Sonderevents und Kurse. Ich glaube, irgendwas mit Queer habe ich mal gehört, dass ihr so ein Queer-Event, Flinter-Event hattet. Ja. Sowas ist ja auch, also ich wüsste jetzt nicht, wo es so Tischtennis-Events damit so verbunden ist. Das ist ja auch eine coole Sache. Wir haben diesen Space inklusiv gedacht, als wir ihn konzipiert haben. Also bevor das hier, das ist, was hier gerade ist, haben wir uns gedacht, wie können wir einen Space schaffen, der sich safe anfühlt für alle unterschiedlichen Altersklassen, Spielerniveaus, Geschlechter etc. pp. Und daraus entstand auch diese mannigfaltige Art und Weise, diese Räume zu gestalten. Wir haben bunte Wände, wir haben sehr grelle Farben in unseren Logos. Ich wollte noch mal eigentlich so ein bisschen auf die
wöchentlichen, vielleicht monatlichen, so diese regelmäßigen Events, die ihr habt? Also ihr habt doch so einen Tag, wo sich alle Spieler treffen. Ja, wir haben regelmäßige Events, unter anderem unser Open Play Day, das wir jeden Dienstag haben. Das ist von 18 bis 20 Uhr. Dann treffen sich Menschen hier vor allen Dingen aus dem Kiez und aus der Umgebung, die kommen dann vorbei und ist ein Socializing-Event, wo der Fokus darauf liegt, sich gegenseitig aneinander mal kennenzulernen, die Niveaus mal auszutesten und einfach mal mit Leichtigkeit zu spielen. Und das machen wir seit Eröffnung und das passiert aktuell einmal die Woche. Und das ist immer ordentlich gefüllt, das sind immer 14 bis 20 Leute sind dann hier und spielen dann, lernen sich kennen, spielen Einzel, spielen Doppel und das ist immer schön durchmischt. Kann man da auch hinkommen, wenn man jetzt nicht schon im Verein spielt, sondern eher so auf der Steintischplatte draußen mal ein bisschen geübt hat? Wir haben tatsächlich eine bunte Mischung an Leuten, die hier hinkommen. Natürlich ist es ein bisschen einschüchternd, wenn Leute zum ersten Mal hier sind, dann zufällig gerade an den Tisch vorbeilaufen, wo die Profis spielen. Aber was wir dann sehr wertschätzen in der Community ist, die haben Auge dafür, wenn Menschen hier reinkommen und eher eingeschüchtert sind. Und dann passiert es mal gerne, dass sie sich dann die Zeit nehmen, denen dann hier Einzeltraining geben, spontan, um einfach ein bisschen den Sport auch näher zu bringen. Und dann lernen sie sich auch so kennen. Also wir sind erstmal froh, wie es gerade aktuell läuft. Wir sind froh, wie unsere Community auf andere, auf neue Zugänge, neue Gäste reagiert und das ist erstmal schön zu beobachten. Sehr cool. Eine Frage habe ich noch zum Ausblick. Wir haben jetzt viel über die aktuelle Situation geredet oder wie das auch entstanden ist hier, dieser Space, was da für Ideen dahinter stecken. Was habt ihr noch vor? Ja, wir haben diesen Space als Blueprint konzipiert. Bedeutet, alles, was wir hier machen, ist unsere Lerngrundlage für weitere Spaces. Natürlich planen wir mehr Ding-Dong-Ping-Pongs in Deutschland zu verbreiten und haben tatsächlich unser Konzept fürs Franchising eröffnet vor kurzem. Wir haben knapp 20 Anfragen bekommen inzwischen und sind im engen Austausch mit Leuten, die in Großstädten wie Köln, Frankfurt, Hamburg oder auch meiner Heimatstadt Essen gerade planen, Ding-Dong-Ping-Pong aufzuziehen. Cool. Und mit denen sind wir im engen Austausch und mit etwas Glück werden wir schon Ende des Jahres den ersten Store haben. Außerhalb von Berlin. Also mit Store meint ihr dann, wo man dann auch Material kaufen kann oder ihr meint einfach eine zweite? Ihr wollt noch nicht so viel verraten wahrscheinlich auch, ne? Wir testen uns durch. Ja. Es wird noch einen Space geben, wo man auch Tischtennis wie hier spielen kann und testen da neue Konzepte in anderen Städten. Wir sind wirklich gespannt, was da noch kommt. Es hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, damit ihr nichts verpasst, folgt ihnen gerne bei Instagram. Da findet ihr, denke ich mal, alle relevanten Informationen. Und TikTok. Und TikTok natürlich. Und der Waldemar ist auch aktiv auf LinkedIn. Also es gibt und LinkedIn. Es gibt Kanäle, wo sie aktiv sind. Ihr findet auch auf deren Website natürlich. Eigentlich gibt es die Informationen an genügend Stellen. Wir tun die Links natürlich in die Videobeschreibung. Dann braucht ihr sie euch nicht raussuchen. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Location haltet. Und vielen Dank an dich für das spontane Interview. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, schön, dass ihr hier seid. Dankeschön. Ja, danke.